So Leute, die Kleinteile oder die Teile, die ich selbst mache, die sind alle fertig und zum Versand bereit im Prinzip. Ich warte nur noch auf ein bisschen Verpackungsmaterial. Ich zeige euch mal ganz kurz jetzt die Teile, wie sie auch im Original aussehen und stecke es auch mal auf die Maschine auf, dass ihr mal seht, wie das dann aussieht. Was wollte ich noch machen? Ich werde wahrscheinlich heute Abend oder morgen werde ich ein Video machen zur RMAG 5, mit der man sowohl ganz normal Messer schleifen kann oder aber auch konvex schleifen kann. Das als kleine Vorankündigung. Und alle, die CBN-Räder bestellt haben, Leute, die Dinger sind in der Produktion. Übrigens wollte ich mich mal ganz herzlich bedanken für den Vertrauensvorschuss, den viele Leute mir entgegengebracht haben, was diese CBN-Räder betrifft und die im Shop bestellt haben, obwohl sie gewusst haben, die sind noch nicht da. Ich habe jetzt viel Geld auf meinem PayPal-Konto. Ja, muss mal überlegen, wo ich in Urlaub... Ach so, geht ja gar nicht. Corona. Na, dann werde ich euch halt die CBN-Räder liefern. Hey Leute, ich tue alles, was in meiner Macht steht, dass ihr die Dinger so schnell wie möglich habt. Aber ich kann halt auch nicht zaubern, das wisst ihr. Und mit Corona, da sind die Lieferwege scheinbar irrsinnig. Ne? Aber wer ein bisschen warten muss, der freut sich umso mehr. Okay, jetzt zeige ich euch mal die Teile. Und ja, dann wünsche ich allen noch ein schönes Restwochenende. Ach, habe ich noch vergessen. Ich zeige euch noch 2, 3 Impressionen aus meiner heutigen Arbeit mit meinem Sohn zusammen in der Werkstatt. Der ist beschäftigt in der Schlosserei und da haben wir richtig getobt heute. Ich glaube 5 Stunden haben wir gebraucht, die Teile zu schweißen, zu versäubern und zu richten. Vor allen Dingen das Richten war schon schwierig, ja, weil das Edelstahl sich halt tierisch verzieht beim Schweißen. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, jede Toolbar liegt absolut im Wasser und das ist ganz wichtig. Ich möchte ja auf dem linken Stein keinen anderen Winkel haben wie auf dem rechten Stein. Aber da ist alles sichergestellt. Ich werde auch unten zwischen die Füße werde ich ein Hölzchen reinspannen, dass die beim Transport sich nicht verbiegen. Es könnte natürlich sein, dass der ein oder andere durch Spannungen, Temperaturspannungen etc., dass der Edelstahl sich ein bisschen verzieht oder so. Aber ihr wisst ja selbst, die Füße ein bisschen drücken, das funktioniert auf jeden Fall. Es sind alle, jede einzelne ist geprüft worden und jede einzelne ist einwandfrei gelaufen. Ich gehe davon aus, dass ihr das dann zu Hause genauso gut hinkriegt. Alles klar, das war's jetzt aber. Jetzt noch ein paar Bilder und ja, dann macht's gut. So. Also, geschweißt sind die Dinger jetzt. Jetzt müssen wir als erstes mal gucken, dass die Stange hier oben gerade ist, weil beim Schweißen, Edelstahl arbeitet ja immer. Da halten wir die einfach mal hier dagegen und dann sehen wir, die hat hier hinten hat sie ein bisschen Luft und da ein bisschen Luft. Also nehmen wir, oh, jetzt müssen wir hier kurz wieder aufmachen. Machen wir hier einen Schraubstock. Eigentlich war er offen, wir haben aber gerade noch was ausprobiert. So. Und hier schauen wir. Aus Erfahrung weiß ich jetzt, wo ich
ich draufhauen muss und die fest. Und passt. Alles liegt sauber an. Das ist das erste Wichtige. Und jetzt schauen wir, dass wir hier reingehen. In dem Fall passt, einwandfrei. Warte mal, Schrauben. So, läuft. Dann der nächste Arbeitsschritt ist mit der Edelstahldrahtbürste die Schweißnägel versäubern. So und so. Und dann nehmen wir ein Schleifvlies und tun die Verfärbungen wegmachen, weil wir wollen ja schließlich gescheite Sachen ausliefern und keinen Müll, so dass das alles ordentlich ist. Hier noch. So, dann gehen wir zur anderen Seite. So, jetzt passt der, läuft einwandfrei. So, was wir jetzt noch machen müssen, und das nehme ich gleich auf, weil das macht dann mein Sohn, weil der ist da besser drin. Wir müssen natürlich schauen, dass diese Stützen im Winkel sind, weil angenommen, der ist jetzt aus dem Winkel, dann wird ja das so drin stecken und das wollen wir ja nicht. Da hätten wir ja auf der einen Seite einen anderen Winkel wie auf der anderen. Das filme ich jetzt dann. Okay, Frederik. So, und zu dem Zweck spannen wir das Teil jetzt hier ein in den Schraubstock. Und jetzt nimmt der Frederik einen Winkel und schaut, ob das im Wasser ist. Und da haben wir Luft. Und das sieht man jetzt hier unten hat man Luft, also muss man das etwas richten. Das muss oben etwas rüber. Beim anderen ist es natürlich dann so, dass wir oben Luft haben. So. Ja, ist klar, das sieht man verdammt. Okay. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ein bisschen zu viel. So, das passt. Ja. Ist ein bisschen darüber. So, wenn das fertig ist, dann gehen wir noch einmal an die Toolbar, an die Aufnahme und prüfen, ob alles passt. Läuft einwandfrei. Jetzt erst ein Stück hochsetzen, Frederik. Ja, ich prüfe nur, ob das hier im Wasser ist. So. Die Toolbar liegt im Wasser jetzt. Jetzt ziehen wir ein bisschen hoch, ziehen es fest. Und jetzt kommt nochmal die Wasserwaage drauf. Ist genau im Wasser. Passt. Das perfekt. heißt, wir haben auf beiden Seiten der gleiche Abstand zum Rad. Super. So Leute, mal ein ganz kurzer Blick von der Teilefront. Alle, die Zubehör bestellt haben, wie die verlängerte Toolbar einseitig oder die Toolbar zweiseitig, Leute, die Teile sind fertig. Alle, die diese Motorwelle bestellt haben, also zur Montage des zweiten Rades, Leute, die Teile sind fertig. Alle, die den Pin-Pivot-Collar bestellt haben, Leute, die Teile sind fertig. So sieht das aus, wenn mit der Welle das zweite Rad montiert ist. Das heißt, das ist hier aufgeschraubt beim Lederrad und es ist mit dem Knopf des Lederrads befestigt. Und hier drüben habe ich ganz normal die Tormek-Befestigung. Und jetzt gehe ich her und hole mal eine doppelseitige Toolbar. So sieht das dann aus. Das heißt, ihr könnt im Prinzip erst auf der linken Seite, das ist im Moment mein 400er Rad, euer Messer drüber ziehen und dann gleich rüber wechseln auf die rechte Seite, das ist das 1000er Rad. Dann passt es auch mit dem Nachbarn. So, jetzt mache ich noch ganz kurz die einseitige verlängerte Toolbar rein, dass sie aussieht, wie das aussieht. Ja, ist natürlich klar. Komm her. So. So sieht die aus. Die entspricht in etwa dieser verlängerten Toolbar von Tormek.
außer dem Preis, da ist halt die Hälfte. Naja. Okay, alles klar, soweit so gut. Ach ja, den Pin-Pivot-Collar wollte ich noch ganz kurz zeigen. Moment, da muss ich kurz die Kamera wegstellen. Okay, also so sieht diese Welle aus, wo das zweite Rad drauf kommt. Ja. Und das hier ist diese Hilfe, die ich vorne drauf mache auf meinen Jig. Ich habe jetzt hier den Knopf, den schwarzen Knopf runtergedreht. Da ist hier ein O-Ring drauf. Den müsst ihr runter machen, weil sonst passt das nicht drüber. Dann kommt das Teil so drauf. Wird hier einfach vermittelt, dass das ja, so in etwa parallel zum Schaft steht. Wird hier mit der Schraube festgezogen und dann hält das und dann laufe ich hier auf der Toolbar und kann entsprechend drehen. So. Ich habe das ein bisschen zu groß gemacht eigentlich für das kleine Jig, aber das kleine hat 12 mm und das große oder 12,1 und das große hat 12,2. Das heißt, das erste, was ich mir habe machen lassen, das hat nicht auf den großen Halter drauf gepasst. Das habe ich insofern geändert, dass ich einfach dieses Loch auf 12,5 habe machen lassen, weil wir haben ja hier die Schraube drin, die hält mir das Teil einwandfrei. Das ist jetzt nur von Hand angezogen, aber wenn ich hier mit dem Imbus ganz kurz ein bisschen nachziehe oder manche können sich ja eine Flügelmutter reinmachen oder was auch immer. So sieht das Teil dann aus. Und wenn ich hier weiter oben sein möchte, dann gehe ich einfach her. Das mache ich zum Beispiel, ich drehe den Knopf andersrum rein. Das heißt, ich drehe den Knopf so rum rein, weil da greift der. Ja, und dann kann ich drehen, bis ich dran bin. Und dann ist das Ding auch fest. Fertig. Und dann kann ich hier von oben führen. Ja, so. Kann unten meine Hand drauflegen, wie immer. Und alles ist gut. Also Leute. Moment. Ich denke, die Teile werden nächste Woche Montag, erwarte ich eine Lieferung. Ich hoffe, die kommt Montag mit Verpackungsmaterial. Weil ich habe da ja ein kleines Problem. Solange ich nur diese Teile jetzt verschicke, die werde ich in Wellpappe einwickeln, zuerst in Luftpolsterfolie, dann in Wellpappe einwickeln und das kann ich da das Paket verschicken. Das ist kein Problem. Was passiert, wenn jemand 1 oder 2 Räder bestellt hat und eine Toolbar und das Kleinzeug? Wie kriege ich das im Karton drin so gesichert, dass dem nichts passiert? Da arbeite ich noch dran, da habe ich also echt noch ein bisschen Kopfschmerzen dagegen, wie ich das am besten hinkriege. Wahrscheinlich muss ich mir irgendwas basteln, um den Rest des Kartons auszufüllen oder so, keine Ahnung. Muss man sehen. Alles klar, wünsche einen schönen Abend, macht's gut. Ciao.